Wir sind heute in Saarbrücken bei Wohnwagen Vogt, Ideen Heiligenhallen. Ihr habt hier eine tolle Ausstellung und heute zeigst du uns den Carrado CV 540 Pro. Stefan, du bist hier der Geschäftsführer. Wir haben schon ein bisschen auf dich gewartet, aber jetzt haben wir einen ganz tollen Kastenwagen. Sag mal, was bedeutet Pro? Pro, hallo erstmal. Pro bedeutet, das ist eine Ausstattungsvariante bei dem Carrado Kastenwagen und da sind schon einige Sachen schon inklusive. Das heißt, ich könnte mit dem Fahrzeug im Grundpreis schon in Urlaub fahren. Wir haben schon eine Markise dran und Alufelgen, viele andere Sachen. Vielleicht können wir es mal kurz zeigen. Und dann haben wir aber bei diesem Fahrzeug trotzdem noch einiges dazu bestellt beim Hersteller. Einen stärkeren Motor zum Beispiel, eine andere Heizung, die auch auf Strom funktioniert. Aber so kann sich das jeder konfigurieren, wie er das möchte. Aber es ist ein tolles Fahrzeug. Ja, für rund 64.000 Euro. Darf ich mal fragen, ihr bestellt die Fahrzeuge so und nach welchen Kriterien bestellt ihr die dann? Wir schauen, dass wir eben einen schönen Mix haben in der Ausstellung, dass man eben auch mal sieht, wie der Wagen hier in einer Silber-Metallic oder Grau-Artens-Metallic, wie Citroën es bezeichnet, von der Farbe her, von den Ausstattungen her, dass man das alles mal anschauen kann. Der Wagen hier hat auch schon eine Anhängerkupplung, sodass die Leute sich das anschauen können. Viele Leute bestellen das auch so und das geht einfach ein bisschen nach Bauchgefühl und eben ein bunter Mix. Das heißt, ich könnte aber auch ein ganz neues Fahrzeug bei euch bestellen und komplett konfigurieren. Genau, das ist ja ganz häufig der Fall, dass man sich die Fahrzeuge hier anschaut vor Ort und danach eben die Wunschbestellung abgibt. Ja, und dann wird das Fahrzeug dann geliefert. Ja, wir haben hier ein Citroën-Fahrgestell mit 165 PS. Sollen wir erst von außen mal schauen oder Ja, schauen rein? wir mal von außen. Wir haben ja hier die Markise auch mal ausgefahren, dass wir ein bisschen Camping-Feeling hier in der Halle drin haben. Und ich kann mal hinten die Klappen aufmachen, das ist immer sehr wichtig, weil das ist ja ein toller Stauraum, den man bei so einem Fahrzeug multifunktionell nutzen kann. Und dann können wir mal von hinten nach vorne durchgucken. Länge haben wir hier von... Das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist ein 5,40 Meter Fahrzeug. 5,40 Meter ist mit die kürzeste Länge bei einem Kastenwagen. Du hast einfach den Vorteil bei einem 5,40 Meter kurzen Fahrzeug, dass du in der Stadt ganz normal in fast jede Parklücke reinkommst. Weil wenn ich das vergleiche mit einem großen Kombi, sind die vielen großen Kombis sind auch schon über 5 Meter lang und mit 5,40 Meter kommst du gut in eine Parklücke rein. Und hier haben wir den Schlafbereich. So, also kennt man so die Aufteilung. Gibt es hier noch irgendwelche Besonderheiten? Ich sehe, es ist unheimlich viel Stauraum da unten, ne? Ja, wir haben zum einen auf der linken Seite haben wir den Gaskasten, den können wir gleich mal aufmachen, wo die Gasflaschen drin positioniert sind. Die brauche ich zum Heizen und zum Kochen. Der Kühlschrank, der funktioniert in diesem Fahrzeug auf Strom, das ist ein Kompressorkühlschrank. Und dann haben wir dieses multifunktionelle Bett, das ist ein klassisches Querschläferbett mit einer Breite von 1,40 Meter und einer Länge von 1,92 Meter. Das kann ich komplett wegbauen, wenn ich zum Beispiel Fahrräder oder Sportgeräte transportieren will oder ich das Fahrzeug im Alltag eben nutze, auch zum Einkaufen, im Möbelgeschäft. Und dann kann ich hier ganz viel reinpacken in das Fahrzeug, mit dem ich am Wochenende eben vielleicht in die Berge fahre. Ich zeige es mal kurz. Das kann man einfach modular, können wir das alles auf eine Seite packen und haben wir ruckzuck, wenn wir das hier alles wegmachen, haben wir danach hier einen riesengroßen Stauraum. Das ist alles nur einzeln aufeinander gelegt und genauso kann ich das mit dem vorderen Bett auch machen. Und das Holzbrett, was eingesteckt ist, ist nur eine Ladeschutzsicherung, kann ich wegmachen, wenn das Bett weg ist. Ich kann es auch mal ganz wegmachen, dann sieht man das auch. Wir reden immer davon. Nachher heißt es, der Verkäufer, der ist zu faul, für das umzubauen. Das ist ja null Problem, das ist ja schnell gemacht. Und schon sieht man, es wird luftiger und luftiger in dem Fahrzeug und wir schaffen immer mehr Platz. Und jetzt sieht man, glaube ich, den Effekt noch am deutlichsten, dass ich eben durch das Fahrzeug auch durchgehen kann. Und hier habe ich richtig Platz für was einzuladen. Komm ruhig rein. Moment, ich blättere mal gerade durch am Flur vorbei in den vorderen Bereich. Ja, es ist sehr gemütlich. Nochmal, ich glaube, so eine Stoffausstattung hatten wir jetzt noch nicht. Es macht sehr, sehr luftig, sehr modern, gefällt mir gut. Genau, auch die
Die Möbelklappen sind jetzt hier mal nicht in Holz gehalten. Das ist mal in einem neutralen Ton, eine Beigefarbe, ein bisschen moderner. Und denke ich, passt schön zusammen mit den hellen Polstern, den hellen Tisch, den hellen Abdeckungen. Aber es ist erstaunlich, wie groß auf einmal dieser kleine Kastenwagen jetzt ist, wenn hinten das Bett offen ist. Und schon habe ich hier einen riesengroßen Raum. Ja, 5,40 Meter hast du gesagt. 5,40 Meter, genau, ja. Gut, dann hier haben wir auch wieder den Kühlschrank an der Seite, damit man noch zusätzlich Platz schaffen kann für eine Arbeitsfläche. Genau, ein Kompressorkühlschrank, der macht schön kalt. Wenn ich dem sage, er soll 3 Grad machen, dann macht er das auch. Und ja, wie du gesagt hast, schöne Arbeitsfläche neben dem Kochfeld. Kochfeld natürlich eben kein Riesenkochfeld bei einem Kastenwagen, aber ein Zweiflammenkocher, der reicht völlig aus, um sich mal Nudeln und Soße zu machen oder sonstiges. Ansonsten nimmt man sich eine Gasflasche raus hinten und holt den Gasgrill oder geht auch mal essen im Urlaub vielleicht. Ne? Ja, ich denke, die Kastenwagenbesitzer, die grillen dann auch gerne mal oder, ja, wie du sagst, gehen auch gerne mal essen. Aber ja, für ein spontanes Frühstück, also eine Pfanne für ein gutes Spiegelei passt auch drauf. Sehr gut. Ja. Wichtig ist auch hier immer die Frage bei so einem Kastenwagen, ich habe eine große Tür, die steht immer auf. Hier habe ich ein tolles Fliegenschutzgitter, sodass ich eben auch den Wagen tagsüber schön durchlüften kann, ohne dass ich abends von den Moskitos gefressen werde. Ja, und wir haben hier oben auch noch mal eine große Staufläche. Flo, kommst du da dran? Ja, bei 5,40 Meter, da zählt dann wirklich jeder Zentimeter an Stauraum. Wir haben oben Dachstauschränke, wir haben überall versteckte Stauräume noch auf dem Boden. In jedem Podest, der ist, wird hier jeder Zentimeter genutzt, dass ich auch hier alles mitnehmen kann. Und wir haben hier auch wieder, das hast du schon mal erklärt, diese Lampen, die man überall abnehmen kann. Andrehen? Dreh ruhig. Du kannst nichts verkehrt machen. Richtig drehen. Auf der Achse. Einfach drehen. Drehen. Ah, drehen. Ja. Und jetzt war das Licht hier angewiesen. Und jetzt kannst du zum Beispiel das hinten in die hintere Leiste da reindrehen. Die passen überall rein. Einmal rein. Ja, und dann wieder andrehen. Super. Ja. Zauberei. Ja. Das ist ganz praktisch, dass ich eben dann die Lichter dahin mache, wo ich sie brauche. Denke ich, ein ganz schönes Gimmick, das hier. Wie viele sind da dabei? Kann man die auch noch dazu bestellen, wenn man mehr möchte? Die kann man dazu bestellen und in diese Schiene hinein kann man das gleich als USB-Steckdosen machen. Das ist ja heute ganz wichtig. Ich habe so viele Ladegeräte, alles wird mit USB geladen und dann kannst du einfach in diese Schiene die als USB-Stecker reinmachen. Die kosten 30 € im Zubehör und dann kann man sich hier ganz viele USB-Steckdosen auf einmal noch dran machen, ohne dass man selber Elektriker ist. Sehr gut. Was haben wir noch technisch hier? 6-Gang-Schaltgetriebe? Ja genau, wir haben ja das Upgrade gemacht von dem 140 PS Motor auf den 165 PS Motor. 6-Gang-Schaltgetriebe. Was noch offen ist, ist hier vorne der Radioschacht. Zu empfehlen wäre noch eine Rückfahrkamera. Hier kann aber der Kunde natürlich gerne auch seine Wünsche äußern, ob er gerne Navigation haben möchte, ob er nur ein Radio haben möchte, dass man vielleicht mit einem Telefon koppelt, um dort die Navigation zu machen. Da sind heute so viele Möglichkeiten. Und deswegen haben wir es einfach mal offen gelassen, dass jemand da noch ein bisschen mitentscheiden kann. Sehr gut. Ich gehe mal hinten durch und öffne mal noch ein paar Schränke, die hier auch noch mal massig Platz bieten. Und ich muss sagen, 1,75 und ich habe noch ordentlich Stehhöhe. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Stefan? Ja, ich habe keine hohen Schuhe an. Also ich bin ohne hohe Schuhe 1,85, das geht locker, ja. Ja, also ist eine gemütliche Stehhöhe, ohne dass man sich eine Knause stößt. Genau, was wir noch nicht hatten, ist das Bad. Das Bad. Ja, Das ist Bad. ganz wichtig, ne? Das Herzstück. Nee, Quatsch. Ich habe da auch vorhin schon reingelinst. Jetzt müssen wir nur kurz mal logistisch. Mit 3 Leuten in einem Kastenwagen wird es dann doch etwas enger. Ich gehe mal rein. Aber es ist auch Fliegengitter kannst du einfach nach oben drücken, wenn das dich stört. ist gut Platz. Ja, hier haben wir auch eigentlich so ein Multifunktionsbad. Gleichzeitig Dusche und kleines Badezimmer in einem. Und oben an der Decke ist auch wieder eine Kleiderstange versteckt. Das kannst du dann einfach runter machen, sodass du auch da mal die nassen Jacken auch mal irgendwo abtropfen lassen kannst. Unten ist ja ein Rost noch vorhanden auf dem Boden. Das kann man natürlich auch wegmachen, dann sieht man die Abflüsse. Aber wir lassen es jetzt einfach mal auf dem Boden stehen, weil es ist ja angenehm auf so einem Rost dann.
Ja. Ja, das hat sich jetzt auch aufgeklärt. Wir haben ja schon ein paar Wohnmobilvideos gedreht, allerdings ohne Interviewpartner. Und da habe ich mich immer gewundert, wofür diese Metallschiene, nee, wie kann ich sagen, Ja, doch. Metallschiene ist. Jetzt dachte mal fürs Badetuch. Ja, fürs Badetuch. Aha. natürlich auch benutzen. Da kann man ja alles draufhängen. Ansonsten ein wichtiger Aspekt, den wir vielleicht noch erwähnen müssten bei so einem Fahrzeug, 5,40 Meter. Ich nutze den Wagen vielleicht auch als Zweitwagen, fahre damit auf die Arbeit, wird ja ganz häufig gemacht. Wenn man jetzt auch Kinder mitnehmen möchte, heute ist immer gerne die Frage, hat so ein Fahrzeug Isofix? Dieser Wagen hat Isofix, also kann ich hier auch 2 Kinder noch mit dem Isofix mitnehmen und entsprechend dann hier hin, und Platz haben wir auch zu viert. Genau, 4 Sitzplätze während der Fahrt. Und dann können wir auch hier mal noch zu viert auch mal frühstücken. Ne? Das würde auch funktionieren. Ja, eben habe ich noch erwähnt, Heizung. Dieses Fahrzeug haben wir ausgestattet mit einer Troma Kombi 6E Heizung. Lauter Begriffe hier. Das bedeutet einfach nur, es ist eine 6000 Watt Heizung, also eine wahnsinnig starke Heizung für so ein kleines Fahrzeug, die zusätzlich auf Strom auch funktioniert mit 2 Heizspiralen, 900 Watt und 1800 Watt. Also könnte ich auf einem Campingplatz, wenn ich Strom habe, in der Übergangszeit auch ohne Gas mal hier klarkommen, könnte dann eben über den Strom, falls man eben pauschalen Stromtarif hat auf einem Campingplatz, und dann kann man das natürlich ausnutzen. Ich war noch nie auf einem Campingplatz. Wie ist das da? Man bucht sich da ein. Gibt es da eine Beschränkung in puncto Strom oder darf man da? Sowohl als auch. Also es gibt Campingplätze, die haben eine Pauschale, da bezahlst du einen pauschalen Betrag, meinetwegen 5 Euro, und dann kannst du Strom nutzen in der vorgegebenen Amperezahl. Zwischen 4 und 16 Ampere liegt das. Es gibt aber auch viele Campingplätze, die verlangen pro Kilowattstunde einen Fixbetrag zwischen 50 Cent und 1 Euro. Und da muss man anfangen zu rechnen, was einem dann lieber ist. Oder ob man vielleicht so ein Fahrzeug mit einer Solaranlage noch ausrüstet, dass man sich ein bisschen autarker auch noch bewegen kann. Okay. Ja, es ist wohl doch gar nicht so einfach als Camper, da einen richtigen Stellplatz zu finden. Wie gesagt, ich war nur einmal zelten auf einem Campingplatz, wie man mit Camper. Einfach ist es schon, du kannst ja mit so einem Fahrzeug überall mal eine Nacht übernachten, wenn du nicht gerade die Markise rausfährst und Stühle hinstellst. Aber du kannst ja gerade mit so einem Fahrzeug hier sehr inkognito auch mal in der Stadt stehen, und das sieht ja aus wie ein Lieferwagen, und das nutzen die Leute auch entsprechend so. Ja, mir gefällt die Optik auch sehr gut. Das ist Silbermetallic mit noch ein paar Zierstreifen. Finde ich sehr schön. Ja, prima. Dann denke ich, haben wir alles gezeigt an dem Fahrzeug. Man könnte natürlich noch viel mehr zeigen, aber man kann sich das Fahrzeug natürlich auch persönlich hier angucken kommen. Genau, also wir haben hier den Carrado CV 540 Pro für rund 64.000 Euro. Wenn ich mich jetzt für das Fahrzeug interessiere, was mache ich? Dann darf man sich gerne melden bei uns, telefonisch, per E-Mail, oder auf unserer Internetseite ist auch ein Kontaktformular. Oder natürlich, man kommt gerne hier vorbei und schaut sich das Fahrzeug direkt persönlich an. Genau, wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Vielen Dank für die Führung und ich wünsche viel Erfolg beim Verkauf. Dankeschön.